Ein bisschen unheimlich ist dieser Ort schon. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee, einen Produktionsplan zu verkaufen. Was will denn Kim jetzt eigentlich von mir? Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard and fireplace? Computer, Tafeln, die Kamin aus. Sieht das wie ein Programm zur verdeckten Spionageabwehr? Es ist einfach nur ein Unternehmen, das pleite gegangen ist. Bleibt nur eine Frage. Was zur Hölle haben die hier getrieben? Yes, that is the question. Der Lieutenant tritt einen Schritt zurück und legt seine Finger zu einem Dreieck zusammen. It looks like one of those popular pen-and-paper role-playing games. Only these people were trying to automate it. Make it work on radio computers. Das ist anscheinend revolutionär in dieser Welt, Sachen auf dem Computer laufen zu lassen. Haben sich das schon mal jemand, wie hatten sich das mal vorgestellt? Hat das schon jemand versucht? Not to my knowledge. They make automated games in Grad, Messina, Königstein. You know, places with industry. Also in anderen Orten mit echter Industrie werden schon automatisierte Spiele gemacht. Not in Revachol West, among the ruins. Und die Leute hier wollten revolutionär was Neues schaffen. Gibt es da nicht irgendwo einen Obstkorb und einen Kickertisch? But I don't think anyone has attempted to create an interisolary game before. We just don't have the technology. Ja, dieses Technologielevel in dieser Welt, ne? Was soll das hier? Das soll ein Rollenspiel gewesen sein? Indeed. Those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the WeWorld board game, with hit death thrown in. Der Prise hier zu Super cool. Someone should give them millions of real immediately. This game is too good to be left unfinished. Tja, es ist zu gut. Was meint er, was draus geworden No ist? idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Ja, sie haben einfach den Zeitplan nicht mehr ausgefüllt, dann ist die Firma pleite gegangen. Genauso passieren Dinge. Aber wie hatten sich das nur vorgestellt? Through call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Solange man ja Funksprecher redet. Aber Funksprecher redet sind doch mega selten, oder nicht? Then there's the game master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. Im Master of Ceremonies. Ach, das ist ja schön. Meine Herren, du schließt das Thema ab. Warum auch immer mit meine Herren? Indeed, it's ambitious and so. untethered from reality, but... Der Lieutenant legt den Kopf zur Seite und denkt nach. Völlig abgehoben von jeglicher Realität. Wenn sie gedacht haben, dass sie das hinkriegen, müssen sie bekloppt gewesen sein. Das war eine Masche, um den Investoren Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Welt ist kalt und einsam. Das hier würde ihre Gesellschaft leisten. Lassen sie es uns fertigstellen. Haben wir Geld? Warum geben wir ihnen nicht welches, damit sie das Spiel fertigstellen? Die Welt ist kalt und einsam. Das hier würde ihre Gesellschaft leisten. Lassen sie es uns fertigstellen. It's too late for that, I'm afraid. Auf sein Gesicht mischt sich eine Andeutung eines Lächelns. Sagte er, während er sich in den verlassenen Raum umsieht. Aus den Rohren pfeift es. Eine Ratte huscht über den Boden. Okay, let's keep moving. Das sind ja nicht mit meiner Konzeptbelohnung, weil man ist das Thema fertig eigentlich. 28 Minuten muss ich noch verdammt. So, kriegen wir die Tür auf. Oh, welchen Hinterhof kommen wir jetzt raus? Sag mir nicht, dass das Türeintreten total cool war. Wir sind... Warum ist hier so ein brennender Bär? Wozu sind wir denn jetzt? Oh. Und Magnesium. Nice. Oh, hier unten ist auch ein Ofen. Oh, kann ich mit dem jemandem reden? A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Oh, Kohlestaub, den könnte ich als schwarze Farbe benutzen. Das führt doch bestimmt oben zu der richtigen Brennkammer, oder? Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Ein gequältes Gesicht. Kim, was ist das? Ein Heizofen? Siehst du in den Heizofen hinein? Du schwärzt deine Hände mit Kohle. Schwärzt deine Hände mit Kohle? Ja, mir ist danach. A lush layer of coal now covers your skin, sinking into the wrinkles. Your hands look ancient. Cool, meine Hände sehen noch älter aus. Das ist genau das, was ich immer wollte vom Leben. Maybe you could paint something with this coal. Leave a cave painting for future archaeologists. No, that would be stupid. Ich könnte eine Höhlenzeichnung für zukünftige Archäologen machen. Ich finde das super. Du siehst in den Heizofen hinein. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices talking to each other. Near the smoke chamber, upstairs. In der Nähe der Rauchkammer? The echo is so prominent, it's impossible to discern what the voices are saying or what's producing them. Ah, zu viel Echo. So ein Elend. What are you doing? Ich halluziniere? Ich höre die Mörder des Gehängten sprechen. Ich bin nicht sicher, Kim, aber ich glaube, ich höre oben jemanden reden. Ja, in der Tat. Wait, really? You should investigate. See if someone's upstairs. Wir sollten noch umgehen und herausschauen, ob jemand da ist. Ist das ein Heizofen? Ja, offensichtlich, oder? Looks like it. Looks like an old central furnace used to heat the building. It's connected to the chimney.
Ja, das vermutet man. Er öffnet die Tür und wirft einen vorsichtigen Blick ins No Innere. one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. Warum liegen hier eigentlich tote Ratten rum? Sie trittst mit dem Fuß dagegen. A hollow ring echoes Oh, das through war eine the super furnace. Your toe hurts. Oh! Man hat aber noch eine Chance, sich nochmal zu heilen, wenn man kurz vorm Sterben ist. Ich dachte, man stirbt instant. Naja. Die Mauer ist eingestürzt. Hier ist kein Durchkommen mehr. Warte. Erst muss ich kurz diese Kabel verfolgen. Gibt es erstaunlich viele Dinge. Ob ich gleich in irgendein Loch falle? Fand ich, sie stehen so eine Milchkanne rum. Die Taschenlampe wirft einen eigenartigen Schatten. Das ist ein versteckter Durchgang. Hab hier ist auch nur eine Ressource. Das ist ein Heidi, auch nicht weiter. Auf den Rohren sind 2 rostige Gewehre versteckt. Sie sehen unbrauchbar aus. Oh! Altes Revolutionärsversteck? Jemand hat ein paar kaputte Waffen unter der Decke verstaut. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. Schauen Sie, da ist ein Loch in der Wand. Du richtest den Lichtkehl auf den Hohlraum. There is, yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Do you want to take a look? Nein, wir lassen das Kitsuragi machen. Sure. Okay, here's some more rifles. None of these seem to be working. And no! Seine Hand langt hinein und wühlt in der Dunkelheit herum. An old Belmagrave rifle. That's rare to find in such good order. Seems to no longer be functional, but still rare. Here. It's yours, officer. You found this place. Wieso liegen hier Gewehre näher? Wahrscheinlich, weil hier waren nochmal die krass Massenrevolutionäre unterwegs. Ich nehme an, das war eins ihrer Verstecke. It means there are firearms, albeit inoperable, still lying around in Martinez. It's an interesting coincidence, I would say. Might come in useful in the future. Das ist ein interessanter Zufall, dass es immer noch Schusswaffen in Martinez He gibt. likes this find. Er freut sich über diesen Fund. Das könnte später noch nützlich werden, aber was wollen wir mit kaputten Schusswaffen? Wir sind doch nicht qualifiziert, da irgendwas mit zu machen. Wo sind wir hier? Seems like an old bunker from the revolutionary period. Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. Er ist immer sehr, der gute Mann ist immer sehr fasziniert, was Waffen angeht. Wo habe ich das Ding jetzt hier? Oh, altes Belmagrave-Gewehr. Und das sieht irgendwie anders aus, als ich mir das vorgestellt hatte. Etwas kompakter. Hier hinten sind noch mehr von diesen Drehdingerns hier. Ich speichere mal wieder ab. Was haben wir hier noch? You see a terrifying ice bear Das soll ein with a Kühlschrank strange sein. compartment in its belly. The door is covered in frost, and the bear's eyes are glowing red. Er funktioniert noch? Wir haben einen Eisbergkühlschrank gefunden. Ah, wie toll ist das denn? Vor allen Dingen, oh, der würde leider nicht mehr im Wohnzimmer passen. Zu wenig Deckenhöhe. Aber er ist großartig. Vor allem ist sie weniger wert als deine Pläne, für die ich kein Passwort habe. The bear looks oddly realistic. Is it taxidermy? Was ist das? Das sieht aus wie ein riesiger The Eisberg. lieutenant doesn't answer. His eyes are glued to the animal. A sharp slice of light shines out from its mysterious belly door. Du brichst die Tür auf. Also der ist sehr fasziniert A davon. gust of freezing cold air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. Du vernimmst ein tiefes Grummeln, als der Temperaturregler des Bären anspringt. Das ist das Innere eines The Kühlschranks. lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Wir ignorieren das mal, oder? Du siehst den Kühlschrank The nicht. shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Der Kühlschrank ist riesig. Naja, das ist ja auch ein ganzer Eisbär. Du suchst den Zettel vor der Tür. Und könnte das unser Passwort sein? You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Hey, wir haben Magneten. Wuhu. Du suchst einen der Eispackungen im A Internet. friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. Der Comicbär ähnelt nicht dem Eisbär. Oha. The paper still smells of vanilla and chocolate. Achso, das einzige Eis ist... Wer wirft dann bitte schön das Eis von dem Speiseeis wieder zurück in den Kühlschrank? Wer macht denn sowas? Was hat ein riesiger Kühlschrank in der Gestalt eines Eisbären überhaupt in einem verlassenen Keller zu suchen? Good question. It looks like an ice cream fridge. Der Lieutenant greift nach einer der Verpackungen. Er nimmt sie im Licht im Augenschein. Also haben sie versucht, mit diesen Hyperkarnivoren Eis zu I verkaufen? know. What an unfortunate marketing choice.
Ein bisschen komisch, in der Tat. What is even worse, the bear is still costing them money to this day. Der Lieutenant deutet auf das rote gewundene Kabel, das vom Kühlschrank wegführt. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be catastrophic. Das hat man aber öfter, ne? Das sind so alte Industrieanlagen, irgendwo immer noch Strom läuft oder überhaupt generell in so Firmen, irgendwie in so einen Zwischenmann gezogen wird und irgendwo liegt noch irgendwas rum oder was vergessen wird. Oder auch der Klassiker, Internetleitung. Das passiert auch öfter, als man denkt, dass irgendwer noch seine alte symmetrische 2000 Leitung rumliegen hat und die kostet irgendwie 400 Euro im Monat. Aber weil es eine Riesenfirma ist und die zigtausend Verbindungen haben, fällt es nicht auf. Und jeden Monat kostet das Ding Geld und die liegt aber nirgendwo an und wird nie gebraucht. Und Vodafone oder sonst wer auch mal das Ding verkauft, wird sich natürlich auch nicht selber melden und sagen, Jungs, eure Internetverbindung, die benutzt ihr doch gar nicht. Schließt die Tür. Sind das hier noch mehr Kühlschränke? Eine Eismaschine, abgetaut und vom Strom getrennt. Im Gegensatz zu der anderen. Eine Eismaschine, die noch in Betrieb ist. Yay! Gesundheit! Oh, Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge and the black one to the ice cream maker nearby. Ich ziehe das rote. An electric sizzle. The room is slightly quieter now. Siehst das schwarze Kabel. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? Es ist das schwarze, das rote Kabel habe ich noch gar nicht angerührt, weil es schwarz ist. Und schwarz ist die Farbe des unermesslichen Kosmos. Ich weiß nicht, warum ich es abgezogen habe. Ich tue Dinge ohne jeden Grund. Was? Du siehst das schwarze Kabel? Es ist schwarz, das rote Kabel habe ich noch gar nicht angerührt. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board now has one cable missing. Okay, Stromverteiler fehlt nur ein Kabel. Ich meine, brauchen wir den Strom noch für irgendwas? Ich würde schon mal in einer alten Fabrik leben. Hauptsächlich Netz. Naja, ich weiß nicht, das ist halt... Oh, was ist das denn hier? Verrücktes Tanktop aus Netzgewebe. Plus 1 Ach so. Naja, vielleicht kommt das nochmal auf. Leitung der Gegensprechanlage verschwinden im Verteilerkasten. Achso, hier kommen wir wieder raus. Ach so. Wow. Leitung der Gegensprechanlage. Warte mal, ich steck mal das schwarze Kabel Both wieder rein. cables are somewhere. A machine hums along with the... Ich meine, das ist ja eigentlich die Eismaschine hier, oder? Oder? Die Eismaschine ist noch aktiv. Oh ja, Geld. Yay. Nur richtig dolle Reich geworden hier. Ein Kellerfenster. Auf den Straßen schlurfen die Füße der Leute vorbei. Ja, gut. Also wir haben viel gelernt. Jetzt könnten wir bestimmt mit... Oh, jetzt könnten wir nachts einbrechen in die Buchbude, oder? Wenn wir wollten. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Silence. No one's home at 4. Ah ja, wir haben zumindest einige der Veranstaltungen gesehen, die da wohnen. Aber jetzt weiß ich immer, warum die gute Frau glaubt, dass es hier einen gewissen Fluch gibt, nicht wahr? So, redet sie jetzt mit mir? Ach mal, sie liest wieder. You broke down the back door, the wards, the door. It's all gone now. Dark psychic energy leeching onto my shop. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, so dort so reinzustimmen. Manchmal lassen sich extrem... Für jetzt ist die ganze dunkle paranormale Energie jetzt in meinen Laden. Manchmal lassen sich extreme Maßnahmen nicht I vermeiden. suppose it's all over now. I guess there's no escape. Ihre Schultern sacken zusammen. Wovon reden sie? Es ist bloß eine Just Tür. a door? This place is cursed, Detective. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Just look at the sheer amount of companies that have failed in this house. Das könnte eventuell auch mit anderen Sachen zusammenhängen. I hope you're happy now. Happy that you've ruined everything. Now that you've broken the door, the curse is coming to get me as well. Die Fluch wird auch nur sie einholen. Sie schließt die Augen und murmelt etwas von ihren Anhängern. Host Almighty, she prays. Guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the door. Blessed be your name. Ach, tut mir leid, für den Fluch wusste ich nichts. Verflucht? Ich dachte, den Fluch gäbe es nicht.
Of course you didn't. You're nothing but a policeman. Nie geschlagen, zuckt sie mit den Schultern. Also sie glaubt da voll All dran. right. You know what? I'm willing to let you investigate the doomed commercial area. We are set on the path. There's little else to do. Jetzt haben wir nichts anderes mehr übrig, als das zu erforschen. Das ist ja schön. A facade has dropped. Now you see the curiosity behind the fear. Ach, jetzt ist aber ein bisschen neugierig. Das ist ja schön. Before we go on, tell me, did you encounter the malignant entity? Natürlich, das Wesen. Du schließt die Augen. Ich habe es nicht gesehen, nur seine Präsenz gespürt. Nein, ich glaube nicht. Yes, the malignant entity that lives inside the chimney. It takes the shape of a woman, a witch probably. I've suspected that she knows more about the curse than she lets on ever since I first saw her. Die Gestalt einer Frau wahrscheinlich ist eine Hexe. Oh, und vielleicht die Person, mit der wir am Funk, an einer Gegensprechanlage gesprochen haben. Sie meinen, den Kamin jetzt zum zentralen Heizofen geführt. Von dort habe ich Stimmen gehört. Ein Kamin ist doch nicht so viel Platz, dass man daran leben könnte. Ein Kamin, der Übergang von Himmel zur Hölle. Natürlich, jetzt wird mir alles klar. Nein, da war ich schon. Von dort habe ich Stimmen gehört. Yes, I've heard that. It's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains upstairs. God knows what she's doing there. Sich im Obergeschoss in einen Sicherheitsrollern verbarrikadiert? Wer was sie so Some treibt. unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. And do return to me after you've talked to it. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. Ich will unbedingt wissen, was dieses Wesen über den Fluch sagt. If you're really interested in cracking this mystery, then we should go back to the furnace. Maybe you could yell into it or something. Make some noise. You'll Ja, aber think ein of paar something. Songs. You always do. Also Kitsuragi ist also schon wieder voll an Bord, dass wir da erforschen sollten. Das ist ja schön. Ich habe Fragen zu ihm. Okay, but please, only a few questions. You wouldn't want to disturb the spirits. Haben Sie schon mal um Hilfe bemüht? Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. Ach so, die hat Geld dafür ausgegeben, dass überhaupt diese ganzen Dinger da an der Tür kleben. Das ist ja The wards großartig. help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear it's not enough. Ja, also die ganzen Sachen haben da auf jeden Fall enorm geholfen. Ist der Anhänger auch einer dieser Talismane? Du zeigst ihre Kette. Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. Ah ja, ein Verleitungszauber zum Bücherkaufen. Ich sollte sie ihr Leder vorstellen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. Oh, ich sollte ihr die Nummer von der Prophetin des Profits geben. Desert Pygmy Shamans. That sounds like a rather questionable way to describe a group of people. Schaman der Wüstenpygmäen? Ich finde, das ist absolut appropriate. Also wirklich. Pleasance ist großartig. Ein bisschen abergläubisch, könnte man sagen. Doesn't seem like the spell is working. There are no customers around except you. Ja, aber draußen ist ein Kunde und die verbringt gerade ihre Zeit, die Bücher for free zu lesen. Ehrlich gesagt scheint mir dieser Anhänger ein Schwindel zu sein. Sie könnten sehr viel mehr tun. Sir, I am well educated in the commercial and esoteric arts. I know what to do and what to avoid. Ja, sie ist in den esoterischen Künsten voll ausgebildet. Na super. Haben Sie mal überlegt, eine Rabattaktion zu verstalten? So, es könnte ein paar Kunden locken. Ich will nur helfen. Wer ist mit den Neonschildern und blinkenden Lichtern? Sie können versuchen, was Freudiges zu den Kunden zu sein. Vielleicht sollten Sie ein neues Konzept für Ihren Laden finden. Matinees scheint nicht der beste Ort für einen Buchladen zu sein. Ja gut, jetzt hat sie die Bücher schon. Das ist wahrscheinlich schwierig. Schön, ich muss immer noch bei der Lampe hier rumdingsen. Ja, Rabattaktion? Discount my wares? I can see, sir, that you don't value books very highly. Ja, aber wenn du keins verkaufst, hast du auch nichts davon. Besides, this would only tempt the phantoms of doom. They can sense the desperation, you know. Die verfluchten Phantome wittern die... Ja, ist klar. Wie manifestiert sich der The Fluch? curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. Eine Krankheit, die sich im Fundament zerfrisst. Als die Frau sich in den spärlich beleuchteten Laden umsieht, zittert sie. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Der Fluch der finanziellen Not. Ach, wie schön. Didn't that curtain just move? Das hat sich da gut gemacht. Es ist helllichter Tag. Es ist sehr schwierig, an Geister zu glauben, wenn die Sonne scheint. Annette hat erzählt, dass ehemalige Mieter in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ist das alles?
It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income statements. Der Fluch! Super, was? Supranatürlich? Es ist also nicht mehr als natürlich, sondern es ist unternatürlich. Es ist super gewöhnlich. Was, die Kakodomänen? Warte mal, waren das nicht die in Doom, die mit den großen Augen? Der werden genervt von schlechten Geschäftspraktiken und enttäuschenden There's something Erfolgsrechnungen. wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie lingering presence. As if I was unwanted here. Eine unerwünschte Sounds Präsenz. familiar. Tja, ich komme mir auch unerwünscht vorkommen. Was kann das bloß bedeuten? Truly so? Perhaps the dark energies are leeching off you. Sie fängt ihre You Augen. shouldn't stay in the store too long. It may be dangerous. Sie sollte nicht lange sein. Ja, warum hat sie nicht gleich gesagt, dass es einen It's Fluch not gibt? good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Ah, ja. Wow. Void raves. You have new words. Wow, Geist aus dem Nichts, dass es so etwas geben kann. Du hast neue Wörter. Na gut, ich habe noch andere The Fragen. woman looks aloof, her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette. Ihr Gesichtsausdruck ist jetzt weniger streng. Schön, na gut, danke dafür aber auch. So, gut, dann hören wir auch mal auf unser Inneres. Beim nächsten Mal.